Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget, und wir sind hier auf meinem Main-Server S41 in Deutschland. Hier möchte ich mir mit euch erstmalig im Prinzip die Dungeons angucken, denn auf W59 bin ich noch nicht stark genug. Ich habe auf S7 die zwar schon gemacht, aber habe gar nicht so drauf geachtet, was das für Gegner waren, habe nur gesehen, dass sie halt nicht so viel Experience geben, also so ein Gedanke, ob das alles noch so irgendwie cool ist oder ob man das auch mal bewirken sollte, weil im Prinzip, schauen wir mal, haben wir in der Light World jetzt den Dungeon hier als Nummer 14. Ja, der 13. Floor ist die Nummer 15. Die meisten Dungeons dort geben über 200 Millionen Experience, und ich sag mal, rein von der Stärke her sind die Gegner stärker als im 13. Floor, geben aber nur 10% ungefähr die Experience. Und das ist so ein bisschen klar. Der Dungeon ist halt sehr alt. Playa Games hat damals das Maximum an XP reingeballert, weil natürlich das die Chance war für Leute nochmal Level zu machen. Aber heutzutage gehen die einfach so durch, ne? Und geben so viel. Und andere neue Dungeons sind schwer zu besiegen und geben halt nicht so viel. Könnte man vielleicht reworken. Keine Ahnung. Ist ein schwieriges Thema, würde nicht jeder gut finden, bin ich mir sicher. Aber irgendwie ist es halt schade, dass man sich dann so, gerade ich sehe es auf W59, man tut einen Teufel, um die Dungeons zu besiegen, und dann gehen die nicht down, ne? Ich habe noch nicht mal die erste Etage down auf gemacht, also auch nur noch Jack the Hammerer gegenüber, und ja, das ist irgendwie so ein bisschen ein Ding, aber sei es drum. Neue Dungeons sind prinzipiell natürlich immer gut, und das Design oder das Thema ist halt auch nice. Horrorfilme, ich bin jetzt kein Experte, aber ich gucke mir sowas gerne an, auch klassische Sachen. Das ist also hier der Hellraiser, gegen den wir hier kämpfen, und ja, ich habe es ja schon vorweggenommen, ne? Dungeons geben jetzt unter 30 Millionen XP. Das ist verständlich, weil sie neu reinkommen. Man will den Pay-to-Win-Spielern jetzt nicht noch mehr Optionen geben, zu krass im Level zu steigen. Aber ich sag mal, auch ein Free-to-Play-Spieler würde davon profitieren, wenn dieser Dungeon mehr Experience gibt, ja. Naja, schau mal, wen haben wir denn hier? That person that created him is the real monster. But fortunately, you don't have to fight that person. Also hier geht es um Frankenstein, würde ich mal behaupten, wobei das schon so sehr Shakes and Fidget-lastig ausgelegt ist, weil vom Design her passt das eigentlich nicht so. Oder soll das jemand anderen verkörpern? Dann schreibt mir das gerne mal. Conceptual Proof. Also mit dem Namen kann ich jetzt auch nicht viel anfangen. Also selbst wenn ich jetzt ich kann ja natürlich mal in die deutsche Sprache gehen. Ob sich das irgendwie... Ach, und ja, prinzipiell, also das Design an sich finde ich cool und auch notwendig, aber ich brauche Shortcuts. Also ich merke das gerade auf W59 als Druide immer mit den Masken wechseln, immer wieder dann hier hingehen, durchklicken. Klar, der zeigt mir jetzt den Dungeon an, weil alle anderen in der Light World ja durch sind. Aber wenn man jetzt noch viele offene Dungeons hat, zeigt er immer den obersten an. Das ist auch immer doof, muss man dann runterscrollen. Das nimmt alles Zeit weg. Ich weiß nicht, ob das schon optimiert ist, ob man da Shortcuts nutzen kann. Darüber sollten sich die Betreiber auf jeden Fall auch Gedanken machen, aus meiner Sicht. Weil wir sind natürlich verwöhnt. Und ich bin auch jemand, den kann sowas sehr schaden. Jede Sekunde, die verloren geht, ist schlecht für mich, um ehrlich zu sein. Also ich bin kein Musterbeispiel eines Shakes and Fidget Spielers. Habe ich auch nie gesagt. Naja. Also ein konzeptioneller Beweis ist der Name auf Deutsch übrigens, also 1:1 übersetzt, ja. Na gut, das ist klar, Dracula. Auch sehr cool Design, also rein vom Bild gerade. Ist mir nicht Dracula in den Sinn gekommen, aber klar, ja, mit der Frisur auch. Sehr schön. Okay, jetzt gehen wir auf über 30 Millionen XP. Immerhin, ich weiß gar nicht, waren das wirklich über 30 auch auf S7? Bin mir darüber gar nicht mehr so im Klaren. Ich will jetzt aber wieder auf Englisch gehen, ja. Nochmal auf Englisch. Let's go. Master of Phone Pranks, ja. Geil. Ja, Ghostface ist das natürlich. Sehr klassischer Film, Scream, und auch die Verarsche sehr klassisch.
Scary Movie. Den neuesten Scream habe ich auch geguckt. Der war ziemlich actionreich, ziemlich blutig. Die Story insgesamt auch gut. Ich wusste zwar, oder da habe ich mich von Anfang an festgelegt, wer die Killer sein können, hatte auch recht in dem letzten Teil, aber im vorletzten Teil davor hatte ich keine Ahnung. Also, sind geile Filme, kann man sich antun. Man kennt ja auch vielleicht diese Geschichte mit Was geht ab? Oh Mann. So, wen haben wir denn hier? Die Lovable Twins. They just want to play a game with you. Lovable Twins. Auf welchen Film spielt das jetzt an? Auf welche Horror? Ich habe irgendwie Carrie im Sinn, aber Carrie ist was anderes, dachte ich. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Weg damit, schnell weg. Oh, ein Epic bekommen. Oh ja, okay, ja. Die Epics sind natürlich auch, das ist das nächste. Die Epics sind mega schlecht, wegen dem Level. Oh, der Hammer. Pennywise. Sogar mit dem roten Ballon, ey. Krass. Habe ich erst letztens die neueren Filme geguckt. Das ist keine Woche her, ey. Krass. Ja, und das hat man natürlich, also hat man schon gesehen, ne? Jigsaw, die Puppe von Saw. Weil ich weiß gar nicht, eigentlich heißt der Killer Jigsaw, ob die auch Jigsaw heißt, die Puppe, aber zumindest ist es die. Krass, also ich weiß noch, wo ich den ersten Saw-Film gesehen habe damals. Ich bin zu meinem Vater damals rüber. Also genau, ich habe es in meinem Zimmer geguckt, auf dem Rechner. Und habe zu meinem Vater gesagt, ey, das ist so krass, dass, also diese Wendung am Ende, dass diese Leiche der eigentliche Killer ist und lag die ganze Zeit damit im Raum, das hat mich, und dann noch mit der Musik, hat mich richtig abgeholt. Ja. Andere Filme waren auch ganz geil von Saw. Nicht alle wohl gemerkt. Ich weiß gar nicht, da sollte jetzt auch wieder irgendwas kommen, oder? Das Schicksal zurück sei oder so. Also ich habe irgendeinen Teil gesehen, das war, ich glaube, der 7., der damals letzte. Der war nicht so geil. Ist auch schon länger her, muss man wieder reinziehen. Machen wir erstmal weg hier. Nice. Aber nochmal ganz geil, wenn man Sky's the Limit Achievement nicht hat, weil man so alte Epics kriegt, alte Items. Nicht ganz so teuer. So, das ist natürlich Freddy Krueger. Ja. Auch danach kommt Jason, auch ganz nice. Freddy vs. Jason habe ich damals sehr gerne geguckt. Ja, gehen wir gleich weiter. Jason Voorhees. Und natürlich, ja, auch geiler Name, Tube Girl. Ist natürlich das Girl von Ring, oder? Ist das The Ring? Habe ich tatsächlich nie richtig geguckt, fällt mir auf. Das ist das, wo eben dieser Fernseher dann immer angeht und dann kommt eben das Ding raus. Ich habe das echt noch nie richtig geguckt. Da muss ich das echt mal gucken. Ich glaube, es heißt The Ring. War auch sehr, eigentlich schon fast ein Klassiker. So. Gut. Haben wir das erledigt. Was ich aber noch nicht gemacht habe, ist, und das wollen wir jetzt ja auch machen, in der Schattenwelt gucken. Es sind ja die gleichen Gegner. Mit Sicherheit, ja. Schauen wir mal, was sie hier geben. Okay, in der Schattenwelt geben sie immerhin mehr XP. Eigentlich ist das ja in der Schattenwelt eh nicht so das Thema mit den XP. Ich glaube, es ist eher in der Lichtworld nur. Das hat jetzt mein Begleiter auch weggemacht. Komplett. Ja, das ist das. Genau. Jetzt zeigt er mir immer den obersten Dungeon an. Ich würde gerne halt den Dungeon drin lassen. Wo ich drin war. Ja, okay. Okay, Bertram hat den weggemacht. Den hat auch Bertram weggemacht. Okay, die Experience sind natürlich jetzt schon krass. Also eigentlich müsste man sich das ja fast aufbeheben. Wegen der Dungeon-Bremse. Also wie viel Experience war der letzte jetzt gerade? Das ist ja dann... Ja, wobei, hier habe ich ja keine Dungeon-Bremse gespielt. Dem Server. Ja, 200 Millionen Experience. Es geht gar nicht hoch auf 300, glaube ich. Egal, komm, wir machen den.
Wir machen den, wir clearen den. Ich will mal wissen, ob Bertram das alles macht hier. Sieht sehr stark danach aus. Also kein Endlevel-Content. Aber irgendwie ist ja bald wieder Freitag. Sollte es ja dann theoretisch wieder einen neuen Dungeon geben, der angezeigt wird. Ah, das sind gute Items zum Zerlegen teilweise, ja. Ah, da hätte ich vielleicht noch warten sollen. Aber ich will den jetzt auch fertig haben, ne? Davon mal abgesehen, den Dungeon. Okay. Okay, geht's gleich auf 490. Ja, ich habe es jetzt gemacht auf dem Charm. Wie gesagt, neue Dungeons sollen ja auch kommen, kann nicht schaden, vom Level da auch ein bisschen noch reinzuspielen. Ich habe hier keine Dungeon-Bremse gespielt. Ich spiele die anderen alten Dungeons nicht. Da werden auch noch ein paar gehen. Aber, ja, also für meinen Main-Char jetzt, gerade in der Schattenwelt, natürlich ganz geil. 2 Level, ey. Not as bad, ja. Ja, Treasury kann ich jetzt leider auch gerade nicht hochpushen, weil ich hier noch am Upgraden bin. 1100, nee, das skippe ich nicht, das ist zu teuer. Aber ich denke mal ein Item abstoßen. Aber keins, was ich in die Toilette werfe. Ja, die geben alle gut Kristalle hier. Außer das, aber das muss dann noch ins Klo. Ah, ich habe ja noch gar nichts ins Klo geworfen. Nice, dann stoße ich das ab. Ja, ich habe in den Kommentaren gelesen, es wurde sich übrigens noch, das machen wir mal zum Ende des Videos jetzt hier, gewünscht, dass ich mir mal wieder den Battle of the Five Nations angucke. Und das ist eine gute Idee, mit Hinblick auf den Elevator, der jetzt kommt im November. Neben diesem Server sind ja noch 4 andere Server gestartet. Das Ganze gab es danach zwar nochmal, aber das war so das erste Mal, wo ich es live mitbekommen habe. Tschechischer Server, polnischer Server, französischer und ungarischer Server. Und dann würde ich sagen, könnten wir uns dem Thema mal widmen. Vielleicht ein Video mit dem normalen Vergleich. Ich habe ja speziell zuletzt mir die Assassinen angeguckt. Wie gut ich da unterwegs bin. Und da war ich nicht der Beste und werde es auch wahrscheinlich nicht sein. Dafür bin ich zu unkonstant teilweise. Aber ist ja auch interessant zu sehen, ob es Nachzügler gibt. Und im zweiten Part dann speziell den Vergleich der Gilden, den ich vielleicht beim letzten Mal gar nicht so doll gemacht habe, in Bezug auf den Elevator. Also das klingt nach einer guten Idee. Ich weiß nicht, ob ihr da auch Bock zu hättet, aber ich sehe da was. Oh, nice. 4-mal goldene. Better luck next time. Ja, das irgendwie, das hört man am wenigsten gerne. Okay, jetzt krieg ich doch noch Sandohren. Nice. Das war jetzt nicht so mega relevant, aber geht schon. Super. Dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, ihr hattet schönes Halloween oder habt noch einen schönen Feiertag heute. Ich würde sagen, wir sehen uns, hören uns. Haut rein. Macht Tschüss und Servus. Ciao, ciao.